Heute bei den Lately News hat es ein Mann in Albstadt geschafft, sein komplettes Haus bei der Gartenarbeit abzufackeln. Dank eines milden Winters begann der Mann schon im März anzufangen mit dem Unkrautjäten. Und wie jeder gute Gärtner machte er es richtig und übergoss den Haufen Unkraut mit Brennspiritus, um ihn dann anzuzünden. Was erfolgreich das Unkraut verbrannte und sein Haus gleich mit. Dazu muss ich jedoch erwähnen, dass der Mann kein gebürtiger Albstädter war, sondern natürlich aus Bielefeld stammte. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich auch heute Abend, wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Filmkritik zum neuen The Batman, der seit Donnerstag in ausgewählten Kinos läuft. Und ab dem 18. April zudem in ausgewählten Wohnzimmern bei HBO Max durchs Fenster mit angesehen werden kann. Wie schon bei The Suicide Squad gibt es auch bei Batman ein The vorne, vermutlich damit man so Ben Afflecks Batman schneller vergessen soll. Nur leider hat Ben Affleck als Batman mehr Batman-Fans nach Arkham Asylum gebracht, als der echte Batman Bösewichte. Na mal schauen, ob The Batman an seinen Vorgänger Batman Forever herankommt. Wobei hoffentlich nicht, da die Plätze in Arkham Asylum langsam ausgehen. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. In den letzten Jahren habe ich ja hier bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass man als Dieb, sei es als Einbrecher oder Bankräuber, immer darauf achten sollte, sich an sämtliche Sicherheitshinweise der örtlichen Diebesgilde zu halten. Ansonsten droht der missglückte Banküberfall mit Dutzenden Toten, die Versicherung durch die Diebesberufsgenossenschaft im Folgejahr massiv ansteigen zu lassen. Und das will keiner, da die von der Versicherung echte Gauner sind. Trotzdem hat ein Dieb in Berlin-Lichtenberg sich nicht an die Mindestvoraussetzungen für einen Einbruch und den folgenden Autodiebstahl gehalten, da dieser zwar erfolgreich eine Villa plündern konnte und zudem in einem geklauten Jaguar flüchtete. Leider endete diese Flucht im Heck eines Polizeiautos, da der Dieb nicht wusste, wie lang der Bremsweg eines Jaguars XJ bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h ist. Nämlich Geschwindigkeit durch 10 plus niemals hinter einem Polizeiauto rasen. Anfänger. Und so einer will mal später meine Rente klauen. Derweil in Perth. Ich persönlich war ja zu gut für die Grundschule, weswegen die Grundschulleitung und meine Tante Erna entschlossen, mich nach erquicklichen 12 Jahren in der Grundschule diese überspringen zu lassen. Alleine schon, weil ich ein paar der Mütter anderer Grundschüler bereits privat traf und sie mir die Sache mit den Bienen und den Blümchen recht schnell beigebracht haben. Keine Ahnung, was das mit Sex zu tun hat, aber seitdem sehe ich das Honigglas morgens beim Frühstücken immer mit anderen Augen. Dass aber in der Grundschule auch andere Sachen passieren als mit den Müttern, mussten ein paar Kids in Perth erleben. Die Kids wollten morgens zusammen in ihren Klassenraum, als sie beim Öffnen der Tür eine 25 cm große Motte entdeckten, die da im Klassenzimmer saß. In weiteren Nachrichten: Die Dreharbeiten zum neuen Godzilla-Film konnten endlich in Perth begonnen werden, nachdem beim Casting von Mothra ein sensationeller Durchbruch geschafft wurde. Noch zum Abschluss die Lately News Filmkritik der Woche zum neuen The Batman, der seit Donnerstag in ausgewählten Kinos läuft. In The Batman geht es endlich einmal darum zu zeigen, dass Batman nicht der weltbeste Detektiv ist, sondern ein seit fast 80 Jahren nicht gestoppter Verbrecher. Vor allem auch dank der gekauften linken Medien seines besten Freundes Bruce Wayne, der selbstverständlich jedwede Beteiligung an diesen Deep Battering negiert,
indem er nie zusammen mit Batman in einem Raum ist. Sehr verdächtig. Aber niemand redet über die Opfer von Batman. Nehmen wir Arthur Fleck, ein liebenswerter Familienvater, wurde von Batman so oft verprügelt, dass er nur deswegen verrückt geworden ist. Oder Bane, der von Batman meistens ohne einen Grund so oft auf den Schulplatz verprügelt wurde, dass er zu illegalen Anabolika greifen musste, um überhaupt einmal eine Chance zu haben, nicht wieder von Batman verprügelt zu werden. Genau das zeigt dieser Film endlich, also zumindest in der Deep Uncut Version von QAnon. Deshalb sei gewarnt, Batman, das FBI hat in diesen Minuten schon Bruce Wayne festgenommen und eines, das kann ich dir versprechen, Batman, dich kriegt das FBI als nächstes, selbst wenn das FBI dafür Bob Kane und Bill Finger verhören muss. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und zu unserem Wetterkorrespondenten Froschi Fantastisch mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Fantastisch, und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen 35 Grad gibt. Also ein fast normaler März. Das waren die Late News für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten. Nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.